geil, Mann. Ich drehe durch. Absolut geil. Aktuell hat es etwas über 14 PS. Da sind die natürlich an der Spitze der Schweiz. Ein Monsterkompliment. Das ist natürlich oben aus. Publikumsliebling mit 527 Stimmen. Hast du mir das gar nicht in einem Intro gesagt? Tu es. Ja, komm. Grüß Gott. Komm, grüß Gott. Hallo. Ich aus Apfendorf. Und wir sind jetzt hier bei der Werkstatt vom SICK. Und jetzt haben wir die Mopeds dabei. Jetzt guckst du mal die Mopeds hier. Wenige Lüge. Wie ihr gesehen, ich bin mittlerweile arbeitslos. Ich mag keine Intros mehr machen, ich mag keine Videos mehr machen. Für euch geht es jetzt ab. Wir gehen ans Finale vom Mofa-Kult Bildorf. Wir haben Team Nicht von Deutschland, Team Corsa Cruiser von Österreich und die Schweizer, habe ich mir sagen lassen, sind auch schon irgendwo benannt. Die geilen Hübel tun wir jetzt gerade rein. Ihr seht die nachher in voller Pracht. Und jetzt gehen wir zum SICK. Draußen ist kalt. Gehen wir ein paar. Gehen wir in die Werkstatt. In die Werkstatt! Deutschland, Ich kann gar nicht mehr sagen. Ich warte nur noch auf den dritten im Bunde, dass die endlich nebeneinander stehen. Weil dieses Bild müssen wir einziehen. Ja, jetzt müssen wir schauen, was der SICK denn dazu meint. Der kleine Typ ist sicher vor Ort. Gehen wir schauen. Ich bin ein Sänger! Hallo! Hallo! Sind wir schon drinnen? Oh, geil. Sehr, sehr geil. Hier innen, beim Sigi, haben wir Platz, und zwar da hinten. Wir haben jetzt die Dinge aufgestellt. Zuerst einen Teppich drüber natürlich, Mofas drauf. Und dann kann man die in voller Pracht präsentieren. Also, wir haben es alle in die Heilige Halle vom SICK geschafft. 2 Hübel stehen wir da. Ein Team ist noch ganz schnell in die Werkstatt vom SICK. Wenn wir schnell Gas zugeben, wir können schnell schauen, weil sie haben noch eine Viertelstunde Zeit. Dann können sie es nutzen. Ja, schau mal! Wie sieht es denn hier aus? Die haben einfach gerne mal beim SICK ein bisschen schrauben, oder? Vergaser offen. Ich habe gesehen, ihr habt nochmal neue Vergaser gemacht. Komplett. Verdoppelt haben wir. Verdoppelt. Hör auf zu helfen! So, also wir lassen die hier ihre letzte Viertelstunde müssen natürlich jetzt noch ballern. Da können wir nicht lang stören. Da kommen schon andere helfen. Ich glaube, die helfen noch weniger wie wir. Also wir stehen ein bisschen aus dem Weg. Schauen nachher das Ganze mit dem SICK an. Und dann geht es schon gleich unser schönes Event los. Soll ich noch ein bisschen Hochdeutsch sprechen? Im Winter kann man auch grillen, oder? Elias, ich habe das Bier raus. Der ausschenkt, trinkt gratis. Ist gut. Also, ich kann es abgeben. Sehr gut. Wir fangen an beim Kaffee. Team Schweiz und hinter uns ist das Grillo. Wir schauen das ganz schön miteinander an. Wir haben so eine scheiß Freude heute gehabt, hierher zu kommen, dass wir schon um 3 Dosen waren, gell? Kurz zum Sagen, wir haben das abgeranztes Grillo von Deutschland genommen, vorne tiefer gelegt, ist jetzt starr. Wir haben einen Unterbau von einem Piaggia Sie genommen, verstärkt und natürlich Fitment gemacht. Hinten runtergelassen, soweit wir können. Hinten 3 Zoll Pneu drauf, da hat wirklich noch Platz gehabt. Motor komplett Eigenbau, CNC gefräst, 47-bohrig auf 46, habe ich glaube im anderen Video schon gesagt. Ja. Ich wiederhole mich, aber in meinem Alter darf man das. 28er Vergaser. Wir haben es im Prüfstand gehabt. Aktuell hat es etwas über 14 PS. Wir haben aber natürlich so lange mit Auspuff experimentiert, bis wir über 16 PS am Rad gekommen sind. Das ist ein Mikrofon, das ist kein Schraubenschlüssel. Entschuldigung. Ich kenne ja, was ihr macht, motorentechnisch. Da sind die natürlich an der Spitze der Schweiz. Das muss man einfach mal ganz klar zugestehen. Dankeschön. Das ist mega. Das geht aber wie Honig im Fall. Ja, das ist abartig, was ihr Jungs da natürlich technisch macht, oder? Grillo, ob einem das gefällt oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer so die alten Sachs, ich meine, man sieht es da rein, klar, Sachs, alles, was 60er, 70er Jahre ist natürlich bei mir sehr lang, ist einfach da gewesen und dann ist ganz lang nichts gekommen. Ich habe vor 2-3 Jahren angefangen Freude bekommen, genau, also 80er, 90er Jahre Shit. Es gehört dazu, es ist auch kultreif, es hat Stil auf seine Art. Honda Camino, Peugeot 103, Piaggio Boxer und natürlich jetzt noch Grillo, als ich das gesehen habe, was Team Schweiz macht. Ich dachte so, okay, wow, da bin ich mal richtig gespannt. Natürlich, Pimmel gehören überall dazu, finde ich stark. Ja. Und hey, ja, da, hey, wir haben ja Hommage am Mofa geholt. Ist das Moosgummi? Ah nein, ist 3D-Druck. Hey. Ich drehe durch. Das finde ich auch geil. Man kann beim Mofa geholt wirklich alle Deckel und so bestellen. Ja. Dann kannst du nämlich alles silbrig, ist mehr ja schwarz-gelb. Und den Rest habe ich mit einem Filzstift, mit einem Tagger-Filzstift, schön alles angemalt. 2 Monate ist ja Wahnsinn. 2 Monate ist Wahnsinn, das ist nichts. Wir gehen eins weiter. Ja. Hammergeiles Projekt. Team Schweiz, absolut krass. Habt ihr da den Saft? Oh, geil, ja. So vermisst. Weiter geht's. Ali!
Wir haben einen Oli, Rahmen, wir haben einen Rahmen von einer Motorbekan Pony genommen, haben alles weggebaut. Der Peter hat einen Motor gebaut, der optisch unglaublich geil ist. Wir wissen nicht, wie sie fährt. Tank ist von der NSU Quick, Auspuff Quickly. Die Felgen und die Narben sind von einer Bergsteiger. Es ist vieles selber gebaut, es ist vieles selber geschweißt. Die Fußrasten sind ein alter Mopedlenker. Wir haben alles quasi fast aus den letzten 80 Jahren verbaut. Und laufen tut's auch. Ich sage es immer wieder, oder? Was ist Custom? Custom ist für mich Handarbeit. So etwas, das ist Handarbeit, das kannst du nicht kaufen, das gibt es keinen Bausatz. Du musst irgendwie Bock auf den Scheiß, die Zeit nehmen dafür und auch noch das Wissen. Ein Monsterkompliment natürlich auch sonst, was du durchgehst. Das ist natürlich oben aus. Die Geschichte, die du schon gemacht hast mit dem Gefährt, wo du da durch die Staaten bist, ich meine, das spiegelt den Stil. Du hast einen Stil in dir, in deinem Kopf. Das ist das spiegelt es, glaube ich, ziemlich krass wider, wie du drauf bist. Ich habe sehr stark eingebracht, auch wenn wir das Ding nie auf die Straße bringen werden. Das war eigentlich von Anfang an klar, dass es kein Hochglanz wird. Das ist das Geile. Man hat die Idee, man ist ja irgendwie krank im Kopf, oder? Auf eine schöne Art und Weise. Man will das umsetzen und machen, aber dann musst du den ganzen Scheiß auch noch haben, oder du musst wissen, wie machst du es rostig. Wenn du jetzt an dem irgendwo ein neues Teil hättest, wäre es schon wieder ein Stilbruch. Oder zum Beispiel da einen habe ich gesehen, der zusammengenähte Gummi. Machst mit Kreuz nicht. Machst du Ding. Ja, eben. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das, man muss einfach immer wieder sagen, 2 Monate. 2 Monate. Unglaublich. Also es ist so, dass wir haben das Thema besprochen gehabt, zu dritt. Bevor wir loslegen durften, kam der Peter mit dieser Idee, mit der NSU-Trockenkupplung, mit dem Getriebe. Das hat da so wie Arsch auf Eimer reingepasst. Weißt, ich bin einer, wenn ich etwas baue, dann schaue ich immer, dass irgendwie das Zeug im Winkel von irgendwie dem hinten dran oder nebendran verläuft. Das ist abartig. Das sind so kleine Sachen, die aber dann die Ästhetik extrem ausmachen. Ich finde es absolut geil. Und dass ihr nachher natürlich noch den Weg auf euch nehmt und uns die Ehre weisen, dass ihr da sind mit so etwas Wunderschönem. Ja. Vielleicht lassen wir sie nachher noch laufen. Hey! Geil, Mann. Ich drehe durch. Das müssen wir jede Woche machen. Nein, das ist geil. Das ist geil. Das ist mal was anderes, oder? Absolut. Ja, bei uns ist halt Thema TÜV gewesen. Straßentauglich, mit den Augenzwinkern. Ich baue zwar auch gerne irgendwas Verrücktes, aber es soll ja echt auf die Straße kommen. Du bist Lackierer, ist das richtig? Ja. Das ist auch geil. Ja, es ist halt kein Metal Flakes, nix. Es ist einfach nur eine Unilackierung. Meine Schwester ist hergekommen, wollte lila haben, so wie ihre Fingernägel lackiert worden. An dem Tag? Ja. Und dann habe ich die Farbe gemessen. So Lust und Laune, ich will das. Ja, und dann habe ich die Baudenzüge gekauft, da gemessen und die Farbe. Dann passt alles in ja, und dann ist sie in der Lackierkabine mit nach dem Knaller gespritzen, drin gestanden und dann so, das ist Milka. Geil. Also der Hobel, der wird dann auch gefahren. Ja, definitiv. Ja. Auf jeden Treffen, wenn es geht. Fast ein bisschen Daily, oder? Ja. Wo du einfach kannst rausnehmen, brauchen, fahren, Spass haben. Humanes Setup ist drauf für die Straße. Mega geil. Schön, gefällt mir natürlich, wenn Kabelzeug, ich finde, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn Kabelzeug irgendwie da, da habe ich Horror. Volle. Da drehe ich durch. Viel Schweiß ist da. Und Bier natürlich. Genau. Ein bisschen zu dicke Reifen habe, die habe ich mit dem Kartoffelschäler noch abgeschnitten. Ich finde es eine mega geile Aktion, das Ganze da. Voll. Also mega Stimmung. ein riesen Kompliment natürlich an die Teams. Oh ja. An dich, an euch. Und natürlich Motorkult, ich finde, sie haben es einfach wieder mal angebracht. Ja, auf jeden Fall. Das Geilste eigentlich an dem ganzen Scheiß, muss ich sagen, finde ich, Schweiz, Deutschland, Österreich. Ja. Also da haben wir wirklich wieder mal etwas Geiles gerockt, alle zusammen. Und die Geschmäcker sind ja mega verschieden, weißt? Das ist ja egal, wo du hingehst. Du hast einen Favorit, er hat einen Favorit, der Roger hat einen Favorit, beim Roger ist die Kamera. Jeder findet etwas anderes geil. Jeder findet rot, grün, blau, handgeschaltet, Automat. Genau. Es ist auch richtig schön zu sehen. Jetzt haben wir wenig Regeln gegeben, oder? Und das einfach so. Es muss mal ein Mofa sein und es sollte am Schluss da stehen und eigentlich laufen. Ja. Die volle Breite, oder? Richtig gutes Battle. Einfach geil, die Vielfalt, oder? Absolut. Und gleich aber denkt, man knechtet es, wir geben ihnen nur 8 Wochen Zeit. Ein bisschen mehr, aber die Weihnacht ist auch noch drin. Richtig gut gemacht. Hammermäßig. Jetzt geht jetzt gerade weiter. Wir haben noch 2 Stunden und dann kommt die Abstimmung. Oha! Nachher haben wir die Abstimmung. Wir sind gespannt und wir sehen uns gerade wieder, wenn da Verkündigung ist, wer der Champion vom Publikum ist. Jo. Besser hören und damit ihr mich ein bisschen
bisschen besser hören. Das Team Schweiz noch offeriert, um einen Burnout zu machen. Haben wir Bock auf das? So, bevor der finale Count rauskommt, wird Team Deutschland auch noch schnell etwas machen. Und sie öffnet die Dose der Pandora. Lass den Thunfisch frei. Wir schmeißen an. Es ist Zeit, und zwar genau 1 Minute. Ich gehe jetzt auf an den Laptop, zähle die Stimmen durch und dann haben wir wie lange für jetzt das Resultat. Wir haben 1300 und ein bisschen Stimmen gezählt. Publikumsliebling mit 527 Stimmen. Team Deutschland, Applaus! Gratulation. Hi Rina. Für euch ist natürlich alle noch ein Helm. Ihr wisst, wann ihr habt XL? Ja, jeder XL. Das Projekt ist fertig. Ich hoffe, ihr habt es alle sehr genossen. Ich habe es sehr genossen. Hammer geil gewesen. Schaltet unbedingt nächstes Mal wieder ein, abonniert den Kanal, lasst ein Like und ein Abo da und einen Kommentar. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und ciao.